das lacht da irgendwie rum. Ohne dass man da irgendwie näher kommen kann. Ist ja auch kacke, oder? Da bin ich nur gerade über... Was ist denn das? Mit dem Cursor drüber und... Hä? Ich weiß ja auch nicht. Natürlich... Warum haben sie nicht das vom TV-Kabel genommen? Das wäre so viel cooler gewesen. Das wäre einfach cooler gewesen. Weil sich das dann irgendwie auf was bezieht, was die Hernandez dann auch schon benutzt hat. Mir vor wie ein Trüberbruck. Ich brauch unbedingt ein Licht. Ich brauche ein Feuerzeug oder Streichhölzer, damit ich dann Öllampe anmachen kann. Und dann jedes Mal steckt der Typ sich eine Zigarette an, wenn er mit jemandem quatscht. Hat also ein Feuerzeug in der Tasche, aber das kann er nicht benutzen, weil das ist ja im Inventar. Das sind so kleine Fehler, wo mir die Hutschnur hochgeht. Unlogischer, realitätsfremder Scheiß. Und du versuchst das, da ist doch das Powercord, das brauche ich doch. Das ist doch die Lösung von meinem Problem. Nee, sagt das Programm, nee, das ist nicht die Lösung. Den anderen Scheiß findest du natürlich nicht. Jetzt habe ich ihn halt doch gefunden. Ich habe ein Computerproblem, kannst du mal gucken. Macht er doch nicht? Hä? Vorher hat er doch, aber nur weil ich mich mit ihm gestritten habe, oder was? Ich komme nicht mehr mit. Muss ich vorher nochmal irgendwie was anklicken, durchlesen? Talk with Hawker in order to get his help. Ja, habe ich gemacht. Ja. Oder will ich machen? Oh, er macht das nicht. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Gucken wir das nochmal alles an. Vielleicht mache dann mit mir streiten. Der Schönling. Dann muss ich mal hervor mit Claire telefonieren. So Vic, do you need to confide in your old friend Claire? Do you have any details on Hawker? What's he been up to since the FBI canned him? I did a little snooping. He's been doing small security jobs. Claims to be a security consultant. I called one of his employers. He described Hawker as the solitary type. Doesn't trust his co-workers. Also, a few investigators let me know that they had been contacted by Hawker. He asked them a number of questions about the killer's latest murders. Hawker has supposedly revealed information about the killer to Hernandez. Clearly, to his mind, he's still on the case. Seems like he's really developed a bit of an obsession over this. Be careful with him, Vic. Before he snapped, Hawker was an exceptional agent. Hopefully he's kept his investigative skills. Don't worry, I'll be careful. Hast du das Handy geklaut? Aber du musst trotzdem noch so machen? Da hier. Ist ja witzig, oder? Einen komischen Daumen hat er. Haben sie den gebrochen? I have to go. Call me if you've got a problem. Wahrscheinlich ist das, dass ich jetzt andere Optionen habe. Nice shack. A bit morbid, but it's got style. So, James, are you spending your retirement brooding over the past? Not at all. I have a whole new life now. That whole thing is behind me. Really? I heard you were continuing to investigate. And as far as I know, your social schedule is not what you'd call busy. Don't start with me, Vic. Whose fault is it that I'm where I am? You betrayed me. Some learn from their mistakes, James. Doesn't look like that's the case with you. I admit, I made a mistake. I shouldn't have pulled the trigger. But I did it to further the investigation. You sabotaged that by denouncing me. You know perfectly well that I wasn't the one who squealed to internal affairs.
If I had, you would have been up for murder charges. All I did was refuse to cover up for you. You went too far, goddammit. This is stupid. Let's talk about something else. James, I think you have a problem. You're obsessed by the killer. Don't condescend to me. It's a little hypocritical, don't you think? Tell me thoughts of his victims don't keep you up at night, Vic. Aren't you tormented by your utter failure to stop these killings? You should be. Jesus Christ, you know full well that I've moved heaven and earth to get more resources for this. You're accusing me of fucking up the case? Here, I'll profile you. You are egocentric, irresponsible, selfish, and paranoid. And you are anal, rigid, authoritarian. And you've got the biggest mouth I've ever had the displeasure to encounter. I could say the same about Du you. musst erst richtig mit ihm streiten und dann hilft er dir. Pass auf. Can we talk? Listen, James, let's stop dwelling on the past. The killer is still out there, and this is our last chance of getting him as a team. Can we bury the hatchet? Paloma Hernandez may still be alive. She's counting on us. Fine. We can't change what's happened anyway. So, this house is supposedly connected to the killer. I'm not surprised. It fits what I've been able to uncover. An isolated area far from the big urban centers. But it means the killer's got to travel to go hunting. I've made a major breakthrough on the killer's psyche. He's totally obsessed with film and cinema, and particularly with the actress Veronica Lake. You could see it in his videos. I'm convinced that he chooses his victims following criteria linked to his obsession. There's evidence in the house that suggests the killer went to film school. That would confirm your hypothesis. It was by catching an old movie again that I made the connection. It has to do with very small background details. That's why we didn't see it before. Well, I have a name. Our suspect's name is supposedly David Carson. Claire's trying to dig up something about him. We'll end up getting him, Vic. After all this time, we're gonna get him. I'm at an impasse with the computer in the cellar. Can you give it a look? You've always been a bit of an IT guru. Okay, show me what the problem is. Let's see. The system is well protected. It's impossible to enter without the password. Luckily, the killer's just crazy enough to use a significant password instead of choosing random characters. Of course. Let's try this. No, too simple. Veronica, maybe. No, it's not the right password. Yes. Have you found the password? Uncle Man. Veronica Lake's real name. The killer's obsessions are the key to his psyche. The contents of the computer are open to you. It's your turn to play now. Speichern wir mal. Muss ich mir nicht den ganzen Dialog nochmal antun. Nein, speichern. Läuft nicht weg. Haben wir schon gelesen. Findet er nichts so. Photographs of the victims. The Psycho's family album. Gucken, ob es diesmal geht. Ist ja nicht so interessant.
Access control. Let's see what door I can open. Eastcode. Locked. If this file contains the killer's bank account number, the Chicago office could perhaps buy a new coffee maker. Ist verschlüsselt. Noch sowas. Ah, brauchst du diesen USB-Key. The killer's so Ja, crazy wenn about er dann zu mir movies. kommen He würde must und have sagen, left a camera ich brauche einen somewhere. USB-Key, dass er mir jeden Schlüssel knackt, den es gibt, jede Verschlüsselung. Ich glaube, ich würde ihn auslachen. Da unten muss ich runter. Da ist die Leiter. Also ist das irgendwo Oh, with im concrete Boden? walls. Ist da This ein... must be the anti-nuclear shelter. Irgendwo im Boden ist da eine Luke, wie man sich das auch immer in den Dings sieht, in den US-Filmen. Diese Luken. The kid's computer key should let me decrypt this file. I hope this worked. I'll just have to see. Muss ich nochmal auf den Computer das anschauen, ne? Aber eigentlich ist da auf dem USB-Stick und damit auf dem Smartphone. Naja. Ja. Eastcode wollen wir aufmachen, ist die Reference und die 55. Was aber ist die Reference? Wir wissen es immer noch nicht. Das ist das... A list of first names, including mine and Hernandez's. These seem to be the victims' names, but the last names don't match. I bet this is somehow linked to the killer's obsessions. He must associate his victims with fictional characters. I'm not sure I understand. Ellen Graham, Dolores Greaves, they're all roles played by Veronica Lake. In the list you're connected to, the Letty Stanton character. The name doesn't match at all. Different motive. He's after you because he wants to eliminate everyone on his tail. Prior to vanishing, maybe. If that's his plan, I don't have much time to stop him. I'll copy the list into my smartphone. I might need it later. Wo sich alles wieder anhören muss. Jetzt bin ich da und jetzt ist auch wieder eine Stunde vergangen. Fast. Ja. Scheiß Absturz. Was ist das für ein Spielabsturz, und du alles nochmal machen musst? Okay, kann ich noch was mit dir bequatschen? If you want, we'll chat later. I'm taking notes. Dann will ich mal da oben das Power-Dings da anschließen. Vielleicht kriege ich dann irgendwie eine Reference. Vielleicht auch nicht. Aber das ist jetzt irgendwie der lose Faden, den ich noch in Händen halte, den ich verbinden muss. Ja, da muss ich natürlich noch irgendwie die Luke finden.
Jetzt muss ich sie öffnen, dann muss ich sie finden. Ich kann sie auch erst finden und dann öffnen. Das geht halt da rein. It's on, but it's still not working. Nothing. Looks like someone tried to repair the console without success. It's really amateur stuff. I should be able to do better. See if you can find the console's technical manual. That'd be a big help. I'm 2 steps ahead of you, Garrus. Here's the manual for the Fisheye 42. Have fun. Ja, geht das schon? And here we go. I'll have to do without video, but we should hear the sound broadcast by the surveillance mics. Dann zeig mir her. Ich höre noch nichts. Gibt's da irgendwas? Der rauscht nur. Hello? Can you hear me? It got cut off. Anyway, the console mic is not working. That voice. It could be Hernandez. If that's alive, she must have heard the feedback when I turned on the system. But it could also be a recording. The console has recorded the voice. You can digitize the sound with your smartphone to analyze it. Sounds like a radio broadcast. I think it's a local station. Radio type acquisition broadcast area within 100 miles. Ach, ich höre nix. Sind ja nur 161 Kilometer. Bitteschön. Ja, ich hab was Neues. Claire. This is Claire Ashby. I'm not available at the moment. Please call back later. Mit dem kann ich jetzt auch nicht mehr reden. Okay. Das Ding ist jetzt komplett mehr... Ach da, ich muss übrigens klicken, damit ich was kriege, so ein Blödsinn. Painting blackened by soot. Ach nee. Ich kann nicht mehr mit dem. Bin ich durch. Heißt das für mich. Er repariert aber immer noch. Und jetzt? Irgendeine Radiostation. 100 Meilen Radius. Was ist das? Okay. Vielleicht kann ich einen Internet-Search machen, die Radiostation 100 Kilometer Umkreis. Ich mir das dann weiter. Hier bin ich erstmal fertig. Ich speichere nochmal.
Oder ich frage die Sheriffin. Ach, leck mich. Ich frage den Sheriff. Vielleicht geht ja jetzt der... Er muss ja draußen sein, irgendwie unterm Gras, oder? Warum läuft die denn dran vorbei, wenn ich gerade klicke? Je mehr man geht, je mehr muss man das benutzen. Und wenn es dann nicht gut funktioniert, je mehr nervt es. Good coffee helps me think. Okay, du warst nichts von der Radio Station. Aber ich soll auch nicht dieses Radio hier irgendwie, um irgendwas rauszufinden, oder? I might be able to find the radio station I heard on the recording. This is a great news. Oh wait, man. Yeah. Doch, sorry. American. This is a great news. You're on WHOZ. Enjoy the WHOZ. music show. It's the same show. She's alive. Who are you talking about? The report. Die Tür zu. Ich muss nicht mehr hören. Das ist schrecklich. So, und dann rufen wir mal Dings an. Oh, ich habe gute Nachrichten. Sie lebt, sie lebt. Hä? Was? Was soll das? Also ich sag hier Call Claire Ashby.